Ja, mit ist schöner. Ich habe das Problem, dass ich kein Wort dafür habe, was ich jetzt hier mache. Und dann Anleitung. Anleitung, genau. Das ist ein Teil der Anleitung. Heute hier die erste Anleitung. Und zwar nehme ich euch mit, wie wir uns eine Schablone machen für die Tränenblechplatten. Ihr wisst ja, hier kommen noch 2 Tränenblechplatten drin und wir machen uns vorher schon eine Schablone, erstmal von dem Teil, und da zeige ich euch, wie man ganz simpel die Außenränder anpasst und einen Ausschnitt in der Schablone für irgendwelche Objekte innerhalb dieser Fläche macht. Also da gibt es eine ganz einfache Methode, da braucht man nicht groß messen, ranhalten und fertig. Und dann nehme ich euch jetzt mal mit. Hier habe ich schon mal eine Pappe. Das ist ein Rest von einer Ikea-Verpackung. Die habe ich mir aufgehoben. Und die sind grob schon zugeschnitten. Also ich habe außen jetzt ungefähr einen Zentimeter mehr, als ich am Ende brauche. Und den nehmen wir jetzt rein. Gucken erstmal. Erstmal wie er reinpasst. Da sieht man unten eh schon, dass er zu groß ist, aber wie gesagt, das habe ich mit Absicht gemacht. Ich muss ja irgendwann auch wegschneiden. Und man sucht sich dann einen Winkel aus. Wir werden oben anfangen. Das heißt, man sucht sich eine Ecke aus, die man als Winkel nimmt. Oben ist jetzt natürlich schön einfach. Und dann fängt man mit dem an, also wenn ihr jetzt eine Schablone von einem Objekt macht oder von einer Fläche, wo irgendwas rausguckt, was ihr als Ausschnitt haben wollt, dann haltet ihr die Schablone grundsätzlich erstmal rein. Jetzt drücke ich hier ein bisschen gegen. Dann knackt das auch mal ein bisschen. Und jetzt hat sich das in unserer Schablone abgezeichnet. Das ist noch relativ ungenau. Hier seht ihr das? Diese Prägemarken. Und das sind auch nicht jetzt unsere Ausschnitte, die wir machen wollen, sondern jetzt nehmen wir uns mal ein Cutmesser und schneiden das mit einem großzügigen Rand von ungefähr 2 bis 3 Zentimetern aus unserer Hauptschablone aus. Denn das Stück würde uns jetzt sonst nur behindern. Und ich zeige euch nachher mal, wie man das einsetzt. Jetzt müssen wir noch eine Sache machen. Jetzt können wir uns erstmal einen Stift holen. Gehen wir wieder anpassen. Und zwar nehmen wir die Schablone mit. Und jetzt seht ihr hier, habe ich jetzt erstmal keine Probleme mehr mit der Schablone, dass ich hier an den Anschlüssen für die Dusche später hängen bleibe. Kann sie wieder komplett einlegen und schreibe mir jetzt hier auf diese Seite innen. Wenn man außen nämlich keine starken Änderungen der Geometrie hat, erkennt man irgendwann nicht mehr, welche Seite innen ist und welche Seite außen. Und die Innenseite ist später meine Auflage auf die Tränenblechplatte, weil ich muss die Innenseite auf die Tränenblech-Rückseitenplatte machen, damit ich die Tränenblechplatte so hier reinlege, wie die Schablone ist. Das heißt, ich muss immer wissen, innen und am besten, ich meine, bei dem ist es jetzt nicht nötig, weil das hier nicht in der Mitte ist, sondern im unteren Teil, am besten noch oben wissen. Das heißt, ich mache mir hier auch nochmal markiere ich mir noch oben
Und habe jetzt hier schon mal, wie man sieht, eine relativ gut eingelegte Schablone. Die liegt schon mal hier oben sehr gut. Die passt so ja nahezu rein. Und jetzt fange ich bei einer Ecke an. Das heißt, ich nehme mir jetzt erstmal die obere Kante und passe die untere Kante daran an, weil dann passt die Schablone rein. Jetzt klemmt sie unten noch fest. Und dann nehme ich mir einfach das Cutmesser. Gehe hier bis ganz nach unten. Knick die so lange runter, bis ich am Boden angekommen bin. Und schneide hier einfach ein kleines Stück ein. Habe hier eine kleine Markierung und mache das gleiche auf der anderen Seite. Der anderen Seite auch. Dann sehen wir uns draußen mal beim Schneiden. So, jetzt verbinden wir mit dem also ich nehme hier dieses L-Profil, weil es eine gerade Kante hat und sehr flach auf der Pappe aufliegen kann. Das heißt, stört mich beim Schnitt nicht. Und damit verbinde ich jetzt bloß unsere beiden Einschnitte, die wir an den Kanten gemacht haben, um unsere untere Linie fertig zu schneiden. Das ist hier nicht der ideale Ort, aber besser als nichts. Und jetzt schneide ich hier der Hakenklinge einfach ein Stück ab. Jetzt müsste ich nach unten erstmal schon mal unsere Länge grob zugeschnitten haben. Leider können wir hinten nicht auf unserer Klappe arbeiten, weil uns jemand zugeparkt hat. So, jetzt gehen wir nochmal anpassen. Das heißt, wir nehmen sie uns wieder rein. Ich brauche jetzt in meinem Fall ein bisschen Luft, denn wenn ich jetzt hier die Tränenblechplatte einsetze, möchte ich sie nicht direkt an die Kanten hier anstoßen lassen, sondern ich will so 1 bis 2 mm Luft haben, weil wenn ich es abdichte später mit, also ich denke, ich werde silberfarbenes Silikon nehmen, dann hält die Dichtung besser, wenn die dahinter quillen kann. Also die kann dann oben die Tränenblechplatte laufen beim Reinpressen und da bildet die dann halt, klemmt die sich in diese Fuge ein, physisch. Und das hält besser, als wenn ich jetzt einfach nur vorne eine Ecke reinspiele und somit das verklebe. Das heißt, ich möchte jetzt überall so einen Millimeter haben. Das heißt, ich schneide jetzt ein bisschen großzügiger. Unten, das was wir gerade geschnitten haben, das steht schon sehr gut da. Das heißt, hier sehe ich, hier müssen wir noch ein bisschen entfernen von der Schablone an der Kante. So, da brauchen wir doch noch mal ein Hilfsmittel. Und zwar brauchen wir jetzt hier mal einfach dahinter
dieses Kantholz. Aus dem Grunde, sonst klappt mir die Schablone einfach immer nach innen rein. Das ist beim Ranhalten natürlich suboptimal, wenn die Schablone immer abhaut. Und jetzt nehme ich mir, ich habe oben in dem Winkel angefangen und jetzt nehme ich mir einfach hier unten die Kante, stelle die ran und habe jetzt hier den Überstand, der noch weg muss. Und markiere mir das wieder mit einem Einschnitt. Hier jetzt reinschneide. Nochmal überprüfe. So, und jetzt habe ich hier ein Loch. Das sehe ich dann auch später. Und hier oben länger und habe hier 2 mm circa auch, die zu viel sind. Die markiere ich mir auch mit einem Schnitt und wir sehen uns gleich wieder draußen. Musst du mir mal helfen? Mhm. Jetzt seht ihr, das passt schon sehr, sehr gut. Ich habe hier knapp 1 Millimeter an den Kanten. Der Winkel ist überall gut. Jetzt gucken wir noch mal hinter und klemmen das hier mal oben rein, damit ich da mal gegendrücken kann. Dann müsstest du mir jetzt noch mal helfen. Und jetzt sind wir auch schon bei unserem letzten Arbeitsschritt angekommen. Und zwar nehmen wir jetzt unser kleines Stückchen Papier und pressen das hier auf das Rohrende, also auf die beiden Rohrenden. Und somit haben wir uns das hier auf das Papier übertragen. Den Abstand von den beiden Rohren. Und die schneiden wir uns jetzt mal mit der Nagelschere aus. Wenn man sie nicht so gut sieht wie bei mir, kann man auch noch mal schnell nachzeichnen. So,
So haben wir jetzt unsere Löcher. Jetzt kommen wir zum letzten Arbeitsschritt, und zwar fügen wir unsere kleine Schablone hier ein. Jetzt können wir sie noch verschieben. Kleben die hier an. Steht gut. Drücken die überall mal ein bisschen an. Klebt denn. So. Und dann lassen wir die hier stehen, bis die getrocknet ist, und können die dann als Schablone für die Tränenblechplatte nehmen, und das zeige ich euch im nächsten Video. Ich nehme euch jetzt mal mit auf die erste Schlittenfahrt. Heute hast du aber Wortfindungsprobleme.